Wir sprechen jetzt über Schalldämpfer. Warum, wieso, weshalb, welche Größe, welcher Hersteller, welche Bauart etc. Das erfahrt ihr jetzt. Grundsätzlich gibt es zwei Varianten von Schalldämpfern, den sogenannten Absorptionsschalldämpfer und den sogenannten Reflexionsschalldämpfer. Die Funktion des Reflexionsschalldämpfers liegt darin, dass er den Schall reflektiert. Es ist grundsätzlich so, dass in dem Schalldämpfer eine Kammer ist, die Abgase in diese Kammer gehen, wieder zurückgehen und wieder vorgehen und so ein paar Mal hin und her gehen oder auch nur einmal hin und her, wie auch immer, und dann wieder den Schalldämpfer verlassen. Wir bieten in erster Linie den sogenannten Absorptionsschalldämpfer an. Da geht es darum, dass die Abgase durch das Rohr frei fließen können und der Schall durch die Ummantelung außenrum aufgenommen wird oder absorbiert wird. Der Hintergrund der ganzen Sache ist, wir liefern ja in erster Linie Produkte für Turbomotoren. Wir liefern sicherlich auch Produkte für andere, für Saugmotoren, also für leistungsgesteigerte Motoren. Und man möchte in erster Linie den Rückstau, den Gegendruck in der Abgasanlage möglichst gering halten. In dem Fall wollen wir nicht dafür sorgen, dass wir Kammern haben, die dafür sorgen, dass wir einen Gegendruck haben, sondern wir möchten die Abgase frei hinausfließen lassen. Umso mehr Leistung ich fahre, umso größer ist der Durchmesser der Abgasanlage. Das ist so ein bisschen ein eigenes Thema, darauf gehen wir vielleicht noch mal in einem anderen Video ein, aber grundsätzlich weiß eigentlich jeder, umso mehr Leistung, umso mehr Abgase und umso größer muss der Durchmesser der Abgasanlage sein. Üblich ist es heutzutage 2,5 Zoll oder 3 Zoll zu fahren, also 63,5 mm oder 76 mm. Es gibt auch viele, die jetzt schon mit 89 mm fahren oder sogar mit 104 mm. Man hat 102 mm 4 Zoll, 89 mm 3,5 Zoll. Das ist alles so ein bisschen an diese amerikanischen Zollgrößen festgemacht. Es gibt auch Zwischengrößen wie 70 mm oder 80 mm, ist aber eher selten. Die meisten nehmen diese Zollabstufung. Es liegt daran, dass die meisten Schalldämpfer nämlich auch nur in diesen Größen geliefert werden. Man kann Schalldämpfer im Übrigen auch selber bauen. Dafür bieten wir zum Beispiel das komplette einzelne Material an. Also alle Hüllen und Deckel und Anschlüsse und Siebrohre und die Wolle findet ihr alles bei uns im Shop. Könnt dann euch hinstellen und könnt euren Schalldämpfer selber zusammenlöten, schweißen. Aber ihr könnt ihn natürlich auch fertig kaufen. Wir bieten 3 Hersteller sozusagen von Schalldämpfern an. Der eine ist Simmons, das sind diese großen Dinger, die hier vor mir liegen. Der andere sondern sind wir. Wir lassen Schalldämpfer für uns speziell herstellen, darauf komme ich gleich. Und dann haben wir noch Titanium Dynamics, die Schalldämpfer aus Titan fertigen, schön leicht. Funktioniert natürlich nur, wenn man eine Titan-Abgasanlage fährt. Das sind erstmal grundlegend die Schalldämpfer, die wir anbieten. Es kann noch, wir haben noch von Vibrant noch so ein paar Exoten. Schalldämpfer ziehen wir noch mal woanders her. Aber das sind erstmal grundlegend die entscheidenden. Simmons ist ein Hersteller aus Europa. Ich meine zu meinen aus Schweden, auf jeden Fall aus den nordischen Ländern, nördlichen Ländern. Fertigt entsprechend hochwertige Schalldämpfer aus Edelstahl. Es gibt Simmons Schalldämpfer auch aus verzinktem Stahl, was natürlich günstiger ist. Der eine oder andere weiß nicht, dass es die auch aus Stahl gibt. Wir bieten sie gar nicht in dieser Variante an. Kauft vermeintlich günstig und dann falsch. Wir bieten nur die Edelstahl-Variante an und das ist die hochwertige. Es ist ein vernünftiger Edelstahl. Es gibt auch leider Gottes Hersteller, die einen minderwertigen Edelstahl anbieten, wird auch als Edelstahl verkauft, ist aber dann irgendwann, so nach 2-3 Jahren, kriegt man dann die Retourkutsche und alles gammelt weg. Da hängt so ein bisschen davon ab, es ist wirklich schwer zu sagen, weil man kann es auch nicht an irgendwas messen. Auch dieser Magnettest ist nicht immer so ausschlaggebend. Grundsätzlich kann man aber sagen, kauft einfach bei dem Händler, den ihr vertraut, oder kauft einfach bei uns. Gleich mal vorweg, was mir bei Simmons nicht gefällt. Ihr seht es auch hier schön dargestellt. Die haben tolle Edelstahl-Schalldämpfer, scheinen aber mit irgendeinem Standard-Schweißdraht das Zeug zusammenzubrutzeln. Dadurch entstehen so diese Oberflächenroststellen. Gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, warum sie es machen. Ich habe auch noch keine Antwort darauf bekommen, weil ich hatte da schon öfter mal nachgefragt. Fakt ist, das heißt nicht, dass es an den Stellen weggammelt. Es hält trotzdem. Man kann das auch mit der Drahtbürste oder Fächerscheibe oder irgendwas wieder schön sauber machen und das funktioniert auch.
Ich bin immer so ein bisschen dieser Typ, mein Leitsatz ist, es muss gut funktionieren, es muss nicht gut aussehen. Ich mag keine polierten Sachen, nur weil sie dann schicker aussehen, sondern ich mag halt die Sachen, die funktionieren. Diese Schalldämpfer funktionieren und sie funktionieren gut. Absorption habe ich erklärt. Man kann hier durchgucken. Ich kann diesen wunderschönen Schalldämpfer wunderschön als Fernglas benutzen und kann hier einmal durchschauen. Die Abgase gehen gerade durch, ohne Gegendruck und werden dann absorbiert. Also der Schall wird absorbiert und macht das Ganze leiser. Grundlegend kann man da sagen, gleicher Hersteller und gleicher Rohrdurchmesser, davon jetzt mal ausgehend, umso größer das Volumen des Schalldämpfers, umso größer ist die Schalldämmung des Schalldämpfers. Ich habe mehr Volumen, also ist das Ganze leiser. Das kommt auf die Frage, wie leise ist das? Wir haben so eine kleine Tabelle im Online-Shop bei uns aufgelistet, wo man das sehen kann, wie die einzelnen Dezibelwerte sich minimieren. Aber man kann jetzt auch nicht von vornherein sagen, ja, den Schalldämpfer und dann habt ihr die und die Lautstärke. Das funktioniert nicht. Aber grundsätzlich, wenn ihr es wirklich leise haben wollt, solltet ihr den größtmöglichen Platz ausnutzen, den ihr bei euch unterm Auto habt. Weiterhin entscheidend für die Isolierung des Schalls ist die Aufmachung, wie das Ganze innen aussieht. Und bei Simmons, wir haben das jetzt hier gerade mal schon kurz gesehen, ist da halt so ein Lochblech drin und durch dieses Lochblech werden die Abgase so ein bisschen abgefangen und leiser. Bei den eigenen Schalldämpfern, die wir machen, könnt ihr hier mal reinschauen. Es sieht ziemlich lustig aus. Ein gedrehtes, ja, nicht Lochblech, sondern so angestellte Öffnungen, die die Abgase einfangen und damit stärker einfangen als einfach nur ein Lochblech, wo sie vorbeiziehen und dann in diese Wolle reindrücken und das Ganze dämmen. Durch die Drehung entsteht dann noch so ein bisschen die Beschleunigung von Abgasen. Und jetzt nagelt mich bitte nicht fest, was das genau für einen Effekt hat. Es ist auf jeden Fall erfahrungsgemäß und vom Testen her eine deutlich bessere Dämmung als normal mit diesem Lochblech. Die haben wir leider nur in ein paar verschiedenen Größen, sind auch ohne Stutzen, muss man selber anschweißen etc., aber ja, ist nicht so dramatisch. Ich sehe gerade, die sind sogar mit TZ-Kennung. Ich lasse die Schutzfolie aber überall drauf, weil wir brauchen jetzt hier nicht einen auf, wir poolen das mal ab und bling bling. Das könnt ihr dann in der Werkstatt machen, wenn ihr die bekommt. Der Titan-Schalldämpfer, hatte ich schon erwähnt, ist ganz leicht, ist für die Leute, die Titan-Abgasanlagen fahren wollen. Die sind noch ein bisschen, ich sage jetzt mal hier, die nennen das Race-Style. Hier wird nicht viel Dämmung passieren, ist halt wirklich nur für den Renneinsatz gedacht. Gibt es aber dann auch demnächst nochmal in größeren Varianten und mit entsprechend mehr Dämmung. Zu der Dämmung nochmal gesagt, es gibt verschiedene Wollen. Es gibt Glaswolle und Edelstahlwolle und wir sagen mal minderwertige Wolle und hochwertige Wolle. Erfahrungsgemäß haben wir festgestellt, dass die Simmons-Dämpfer im Vergleich anderer Schalldämpfer, also anderer Hersteller der gleichen Größe, eine deutlich bessere Dämmung haben, was unserer Meinung nach an der Wolle liegt. Weswegen wir uns bei dem Einzelteileprogramm, was wir anbieten, auch entschieden haben, nur die Simmons-Sachen anzubieten. Das heißt, ihr findet dann diese Wolle, die hier drin ist, bei uns im einzelnen Sortiment, könnt euch damit euren Schalldämpfer selber bauen. Die Wollqualität etc. ist jetzt vielleicht nicht immer ganz so einleuchtend, aber auf lange Zeit, wenn man die Sachen länger fährt, ist es so, dass das Material so ein bisschen wegglüht, wegschrumpft oder was auch immer. Und umso minderwertiger das ist, umso weniger wird es da drin und dann werden die Schalldämpfer über die Zeit immer lauter. Was dann zu einem Problem führen könnte, wenn ihr in irgendeinem gewissen Dezibelbereich sein müsst, weil ihr zum Beispiel die Abgasanlage habt abnehmen lassen oder weil ihr unter Umständen auf einer Rennstrecke fahrt mit Dezibelmessung und dann einfach, wie unser RS4, mal eben von der Strecke gebeten werdet und dann heißt es, ihr dürft hier nicht mehr weiterfahren, ihr seid zu laut. Blöd gelaufen, wollen wir vermeiden. Dann ganz sicherlich noch die Bauform ist ein Thema. Ich habe jetzt hier so diese besonderen Modelle. Wir haben das klassische einmal gerade durch, klassischer Mittelschalldämpfer. Also übrigens könnt ihr die als Mittel- und Endschalldämpfer verwenden, das ist völlig egal. Dann gibt es so eine Sache wie, wir teilen auf kleine Verrohrung. Das heißt, wir gehen hier mit 76 los und zweimal 63 weiter. Gibt es auch noch in anderen Größen. Und dann haben wir nochmal dieses T-Modell, was bei den Golf-Modellen verwendet wird, wo dann links und rechts die Endrohre drin sind und die ganze Abgasanlage hier in den Schalldämpfer führt. Bauart ist immer so ein bisschen davon abhängig, wie sieht es unterm Auto aus. Da haben wir verschiedenste Varianten. Und ja, wie gesagt, könnt ihr einfach bei uns im Shop reingucken. Was oft kommt als Frage, ist dieser lange Schalldämpfer. Wenn man dann nämlich reinguckt, sind da so zwei Abteile. Einmal das mit dem Lochblech und dann nochmal so eine Art Kammer.
hat eine besondere Dämmwirkung. Und dann werden wir immer gefragt, wie rum wird denn das Ding eingebaut? Unserer Meinung nach, es gibt gar kein offizielles Statement, aber wir haben uns da mal eine Weile mit befasst. Unserer Meinung nach kommt diese Kammer am Ende. Das heißt, Abgase rein Lochblech, Abgase raus, da wo die Kammer ist. Ich denke, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben, was, wie, wo und worauf ihr achten müsst. Wenn ihr weiterführende Fragen habt, dann schreibt einfach entweder in den Kommentaren zu dem Video oder kontaktiert uns über unsere Kontaktwege, die euch hoffentlich bekannt sind. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Boah, das Ding ist echt leicht, ne? Das ist Titanteil, ne? Warum kann man Ja, das eigentlich nur mit einer Titan-Abgasanlage fahren? Können wir das irgendwie anders befestigen? Das ist eine gute Frage, darauf sind wir gar nicht eingegangen. Grundsätzlich ist es so, dass man Titan nicht mit Edelstahl verschweißen kann oder sollte. Ich denke, man kann. Man könnte natürlich in der Tat mit V-Band-Ringen arbeiten aus Titan und dann mit V-Band Edelstahl weiter einer Edelstahlanlage fahren. Hätten wir vielleicht noch mal ein Video erklären sollen.